Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich heiße Anastasia und heute machen wir einen kleinen Spaziergang durch Skopje, der Hauptstadt von Mazedonien. Und dann würde ich sagen, es geht jetzt los. Los geht's! Skopje ist die Hauptstadt der Republik Mazedonien. Sie liegt im zentralen Teil des Balkans. Der Fluss Vardar teilt die Stadt in zwei Teilen. Es ist der größte Fluss, der 100 Kilometer nordwestlichen von Skopje entspringt und in die Ägäis mündet. Die ältesten Überreste, die in der Stadt gefunden wurden, sind 6000 Jahre alt. Das zeigt, dass auf diesem Territorium seit mehr als 6000 Jahren eine Zivilisation bestand. Der alte Name der Stadt Skopje war Skupi. Die Stadt hatte viele historische Ereignisse durchgemacht, weil sie einen sehr bedeutenden Standort hatte. Vor etwa 1500 Jahren erlebte Skopje ihr erstes katastrophales Erdbeben und wurde vollständig zerstört. Nach diesem Erdbeben wurde die Steinbrücke gebaut. Nachdem die Stadt wieder aufgebaut wurde, war sie weiterhin ein Knotenpunkt von Menschen und Waren. Sie hat viele Kriege erlebt. Eine der bedeutendsten Tatsachen ist die Herrschaft der Osmanen. Die Stadt Skopje befand sich fast 500 Jahre unter dieser Herrschaft. Während der Zeit der osmanischen Herrschaft wurde die Steinbrücke renoviert und modernisiert, wodurch sie ihr heutiges Aussehen erhielt. Damals wurde der alte Pazar, bekannt als Bit-Pazar, erschaffen. Es war einer der größten Kunsthandwerkermärkte auf dem Balkan. 1962 wurde Skopje überschwemmt. Nach sintflutartigen Regenfällen tritt der Fluss Vardar über sein Ufer und der größte Teil der Stadt steht unter Wasser. Nur ein Jahr nach der Flut, am 26. Juli 1963, ereignete sich ein größerer Erdbeben. Skopje wurde zu 90% zerstört. Mit einer Stärke von 6,1 auf der Richterskala ereignete sich in den frühen Morgenstunden eine der größten Tragödien der Stadt. Es gab tausende Tote und Verletzte. Nach nun wenigen Tagen zeigte sich die Welt solidarisch und rund 87 Nationen spendeten Geld und Sachgüter für die Stadt Skopje. Skopje ist ein einzigartiges Beispiel für eine so starke Solidarität einer so großen Anzahl von Ländern. Sie haben sehr viel zum Aufbau beigetragen. Die Stadt wurde von Grund auf neu erschaffen. Viele Straßen waren damals nach Ländern benannt, die der Stadt Skopje geholfen haben. Die letzte Katastrophe ereignete sich 2016, als nach heftige Regenfälle und Stürmen ein Teil der Stadt Skopje überschwemmt wurde und 22 Menschen ums Leben kamen. Ich möchte, dass eine solche Katastrophe in meinem Skopje nie wieder passiert. Für diejenigen, die Mazedonien und die Stadt Skopje noch nicht besucht haben, lade ich Sie dazu ein. Skopje hat einen schönen Flughafen mit günstigem Flugticket. Der Flughafen liegt 10 bis 15 Kilometer vom Stadtzentrum von Skopje entfernt. Taxis sind auch günstig, um vom Flughafen in die Stadt zu fahren. Meine Empfehlung für eine Übernachtung ist ein nettes und ein ruhiges Hotel
nur 2 Kilometer vom Marktplatz entfernt. Das ist das Hotel Pine. Hygiene und Service sind auf hohem Niveau. Wenn ihr irgendwann mal Skopje besucht, würde ich euch eine Empfehlung geben, wo ihr schlafen könntet. Und zwar in dem Hotel Pine. Und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt mal mein Zimmer, also kommt mit. Das ist unser Zimmer und ist mega aufgeräumt, weil wir am Dienstag wieder zurückfliegen nach Hamburg. Und ja, Hotel Pine gehört zu den günstigsten Übernachtungsmöglichkeiten. Machen Sie sich keine Gedanken um das Essen. In Skopje finden Sie alle Arten von Küchen aus der ganzen Welt. Ich denke, dass Sie die mazedonische Küche probieren sollten, die wirklich köstliche und vielfältige ist. Eines der vielen Ziele, die besucht werden sollten, ist die mazedonische Straße. Ausgehend vom alten Bahnhof, wo noch die Uhr steht, die die Zeit des Erdbebens von 1963 anzeigt. Weiter zum Gedenkshaus der weltberühmten Person der jüngeren Geschichte, Mutter Teresa. Weltberühmt, weil jeder schon von ihr und ihren guten Taten gehört hat. Sie ist der größte Menschenfreund. Die mazedonische Straße selbst führt sie direkt zum mazedonischen Platz. Er wurde zwischen 1920 und 1940 gebaut. Der Platz und der zentrale Teil von Skopje wurde mit dem Projekt Skopje 2014 renoviert. Auf dem Platz befindet sich das größte Denkmal, das 25 Meter hoch ist, mit einem wunderschönen Brunnen aus Bronze. Es ist das Denkmal von Alexander der Große. Auf dem mazedonischen Platz und um ihn herum gibt es mehrere Denkmäler und Skulpturen berühmter historischer Persönlichkeiten, die die Vergangenheit Mazedoniens darstellen. Das nächste Ziel ist der alte Bazar. Auf der anderen Seite des Flusses Vardar befindet sich ein Überbleibsel der Altstadt von Skopje. Wenn Sie die Steinbrücke überqueren, die eine Symbol der Stadt Skopje ist, gelangen Sie direkt zum Eingang des alten Bazars oder Bitmarktes. Der alte Bazar ist eine Mischung aus Traditionen, Kulturen und Völkern. Darin findet man noch traditionelle Handwerksleistungen, die weltweit eine echte Rarität sind. Einer dieser seltenen Handwerksdienste ist Filigran. Durch Zufall sind wir auf einen besonders schönen Laden namens Handmade Filigran gestoßen und der Betreuer selbst sprach für unser Video auf Deutsch. You're welcome to my shop. Ist alles Handarbeit, Filigran. Das ist typisch Mazedonien, traditionell. Ne? Der Schmetterling ist Symbol. Und die Steine sind Amazonit aus Brillen. Alles ist schon Handarbeit, Filigran. Das ist traditionell. Das kommt hier in Mazedonien. Hier können Sie das Leben der Stadt Skopje spüren, gemischt mit verschiedenen Gerüchen, Geschmäcke, Musik und Sprachen. Das historische Gebäude Kapan An aus dem 15. Jahrhundert befindet sich im alten Bazar. Es wurde als Gastronomiebetrieb genutzt. In der Nähe des alten Bazars
von Skopje befindet sich die Festung Kalle, die im 6. Jahrhundert erbaut wurde und 121 Meter lang ist. Von dort aus kann man ganz Skopje sehen. Es wäre auch schön, das Parlamentgebäude der Republik Mazedonien zu sehen. Die Straße führt sie vom Hauptplatz Makedonia durch die Porta Makedonia. Es wäre auch schön, das Parlamentgebäude der Republik Mazedonien zu sehen. Die Straße führt sie vom Hauptplatz Makedonia durch die Porta Makedonia. Direkt daneben befindet sich der Frauenpark. Hier können Sie auch weiter Denkmale sehen, die besonders wichtig für die jüngeren Geschichte der Republik Mazedonien sind. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt gerne in den Kommentaren, wo wir zunächst hin sollen und worüber wir ein Video drehen sollen. Alles gerne damit in die Kommentare und bleibt auf jeden Fall gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.